Hallo Leute, ich dachte, ich mache nochmal ein Update. 3 Monate habe ich ja jetzt meine schönen Retainer. 3 Monate und ein bisschen. Und letzten Donnerstag war wieder Termin in Heidelberg. Und ab jetzt muss ich die ja nur noch nachts tragen. Und inzwischen, was sich getan hat. Also, ich habe mir inzwischen die so eingeschliffen, dass ich sie beide gut tragen kann und das sehr bequem ist und keine Verspannungen und keine, es ist zu viel, sondern die passen jetzt richtig super. Habe ich mir selber angepasst. Mit so einer Pfeil und immer geguckt mit Blaupapier, wo sind noch Kontakte, die stören, und ja, das passt also jetzt. Und das passt, das habe ich schon vor ein paar Wochen, war das so, dass beide gut, ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Video schon, ich glaube, da war es noch nicht so ganz optimal mit der oberen. Mit der oberen habe ich ein bisschen länger gebraucht. Aber dann hat es gepasst und dann habe ich aber festgestellt, mit den Dingern drin ist es super und ohne die Dinger drin passt es irgendwie nicht so richtig. Also eigentlich hatte der Biss ja schon gepasst, also wurde eingeschliffen und dann hat es gepasst, aber es hat trotzdem sich, wenn es gepasst hat, dann immer, habe ich so Blockaden in der Wirbelsäule gekriegt, also Halswirbelsäule. Und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich diese Blockaden wieder mir selber rausgemacht habe. Ich weiß ja inzwischen, wie das geht. Das ist ganz gut zu wissen, sowas. Aber irgendwie hat es nicht ins hingehauen. Ich hatte nur hier Kontakt und hier vorne Kontakt, wenn ich die Retainer rausgemacht habe. Und hier drüben war gar kein Kontakt. Nur hier hinten auf dem einen Backenzahn und hier vorne die Schneidezähne. Und das habe ich mir eine ganze Weile angeguckt und mir gedacht, muss man wahrscheinlich nochmal einschleifen. Also wahrscheinlich auch das eine Innenleder hinten, was da viel zu hoch war noch. So, und das wurde am Donnerstag gemacht. Und ich glaube, das war's. Also ich vermute, dass vom letzten Mal, wo es schon gepasst hatte, sich trotzdem das Ganze noch, also dass da wahrscheinlich noch irgendwelche Halswirbel ein bisschen verklemmt, blockiert waren. Und dadurch, dass die Retainer dann so schön gepasst haben, hat sich das alles begradigt mit den Retainern. Die habe ich ja fast die ganze Zeit getragen dann. Und dadurch wurde dann offensichtlich, dass es eben doch noch nicht rechts, links gut ausgeglichen ist. Und am Donnerstag hat er jetzt da hinten vor allem die Stelle eingeschliffen. Das war eine ganze Menge, wie ich schon gefühlt habe. Und er hat auch hier vorne ganz bisschen die Kontakte runtergenommen, sodass ich jetzt tatsächlich hier auf beiden Seiten in dem Bereich, also nicht auf den Sechsern, sondern ein Stückchen weiter vorne auf den Zähnen beidseitig Kontakt habe. Es ist nicht ganz identisch, also ich merke, dass das ein bisschen unterschiedlich ist, aber es ist so ausgeglichen, dass ich jetzt keine, also ganz leicht manchmal, aber wirklich nur ganz leicht, wenn ich einmal so mache, macht es ein bisschen leicht Knack und dann passt es wieder. Aber das passiert nicht dauernd, wie es vorher der Fall war. Also vorher, da mussten nur ein paar Stunden vergehen, wo ich die Retainer nicht getragen habe, und dann war es alles schon wieder doof. Und ein anderes Symptom war ja, dass ich auf der Seite dann immer so doll zugebissen habe und dann da Zahnschmerzen hat und immer die Zahnfleischentzündung hier vorne, was ja schon so ein ewiges Problem war. Und ja, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich dadurch behoben, weil es hier zu hoch war und jetzt nicht mehr ist. Das auch mal an den Abdrücken auf meiner Zunge gesehen, Abdrücken von Zähnen hier oben und Gaumen. Und da war immer auf der Seite Abdruck und auf der nicht. Und das ist jetzt auch gleichmäßiger. Sieht man noch ein bisschen den Schwerpunkt auf der Seite, aber nicht mehr, also war ja auf sehr extrem. Hier drüben war gar nichts und hier hat man so die Zahnabdrücke an der Zunge gesehen. Also die Zunge hat auch irgendwie versucht, das auszugleichen. Und jetzt fühlt es sich richtig gut an. Also es sind noch vielleicht so die kleinste Kleinigkeiten. Da ist noch so ein Zahn, da merke ich den Kontakt so ein bisschen. Habe ich schon ein bisschen mit Schleifpapier einfach so. Doch schon ein bisschen was, ganz bisschen so. Es sind ganz geringe Dings noch, die ich da merke, die ein bisschen unrund sind. Und der eine Zahn, der stand vor der Behandlung halt irgendwie so nach innen gekippt. Und ich vermute, dass der dadurch da an der einen Ecke nicht abgenutzt ist wie an der anderen und dass er deswegen jetzt ein bisschen stört. Ja, aber so kann ich jetzt den ganzen Tag gut auskommen, ohne dass ich die Retainer reinmache, was ich ja jetzt auch darf. Und bin trotzdem abends
nicht verspannt, nicht blockiert. Also das war ja auch, also war ja früher viel schlimmer. Und es war ja schon viel besser, aber es wird immer noch besser. Und es ist super, dass es jetzt auch ohne die Retainer geht. Also ich mache die jetzt tatsächlich nur nachts rein. Und ich merke auch, wenn ich die reinmache abends, dass hier vorne dieser Zahn, dass der halt sich offensichtlich ein bisschen bewegt, weil der immer noch ein bisschen beweglich ist. Aber ja, also der Zahn hier vorne bewegt sich, ist deutlich stabiler geworden. Den konnte ich am Anfang so ziemlich hin und her schieben. Inzwischen ist ganz, ganz minimal Bewegung nur noch drin. Also der macht mir gerade jetzt nicht so akut Sorgen oder so. Das Zahnfleisch versucht sich auch da dran zu legen wieder. Also ich beobachte das jetzt erstmal die nächsten Monate. Ich habe jetzt erstmal keinen neuen Termin gekriegt. Ich beobachte erstmal, wie es läuft. Und mein einer Sohn hat im März wieder Termin. Und mal gucken, wie es bis dahin ist und was ich noch brauche. Also vielleicht lasse ich hier nach hier eine Ecke vielleicht noch ein bisschen professioneller einschleifen oder so. Aber ich beobachte das erstmal und genieße die Entspannung. Es ist sehr gut, dass das jetzt alles so schön im Lot ist, kurz vor der Geburt. Weil im Wochenbett hatte ich ja immer die allermeisten Probleme mit Verspannungen. Aufgrund von diesen Bissgeschichten hier. Und dann bin ich auf jeden Fall gut gerüstet fürs Wochenbett. Baby kommt ja irgendwann Anfang Januar. Und ja, dann bin ich erstmal beschäftigt mit dem Baby und habe keine Nerven, da irgendwo hinzufahren. Und von daher passt es gerade sehr gut, dass es jetzt alles schön passt. Ja, das war soweit mein Update. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch nicht verrückt machen von denen da draußen, die so ein bisschen irre sind. Ja, das wird schon alles. Aber es wird halt holprig, ne? Ja. In dem Sinne, ich guck mal, wann ich wieder ein Update mache, wenn es irgendwas Neues gibt. Und ansonsten will ich ja noch ein Vorher-Nachher-Video machen, also mit den ganzen Fotos, die gemacht wurden. Da wurden jetzt auch noch mal Fotos gemacht. Mal gucken, da bitte ich die mal, mir die noch zu schicken. Und dann stelle ich die alle zusammen. Ich weiß aber noch nicht, wie schnell das wird, weil ich gerade noch gut beschäftigt bin. Jetzt bis zur Geburt habe ich noch eine ganze Liste mit Sachen, die ich machen muss. Also ich weiß noch nicht, wann ich das schaffe. Aber es ist auf jeden Fall in Planung. Und das gehört natürlich dazu, dass man das schön sehen kann. Also dann, bis dann. Tschüss.